Das beschleunigte Fachkräfteverfahren, § 81a Aufenthaltsgesetz. Sie sind Arbeitgeber und möchten eine Fachkraft aus einem Land außerhalb der Europäischen Union beschäftigen? Sie haben bereits einen passenden Bewerber gefunden. Wir erklären Ihnen, wie Sie anhand des beschleunigten Fachkräfteverfahrens Ihre Fachkraft schneller nach Deutschland holen können. Für welche Fachkräfte oder Personen kommt das Verfahren in Betracht? Das Verfahren kann für folgende Personengruppen angewendet werden: Fachkräfte zur qualifizierten Beschäftigung, angehende Fachkräfte im Rahmen einer Anpassungsmaßnahme und Auszubildende. Die Fachkräfte oder Azubis müssen eine Drittstaatsangehörigkeit besitzen. Wer ist der zuständige Ansprechpartner? Das beschleunigte Fachkräfteverfahren beantragen Sie bei der für Sie zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland. Welche Ausländerbehörde ist für Sie zuständig? Prüfen Sie auf Make It in Germany, welche Ausländerbehörde in Ihrem Bundesland als Ansprechpartner für das beschleunigte Fachkräfteverfahren zuständig ist. In der Regel handelt es sich dabei um die sogenannte zentrale Ausländerbehörde. Sollte es keine zentrale Ausländerbehörde in Ihrem Bundesland geben, ist die lokale Ausländerbehörde zuständig. Schritt 1: Beratung durch die Ausländerbehörde. Sie als Arbeitgeber vereinbaren mit der zuständigen Ausländerbehörde einen Termin für ein Beratungsgespräch. Dabei wird auch geprüft, ob das Verfahren in Betracht kommt. Stellen Sie als Arbeitgeber die benötigten Unterlagen zusammen. Sie brauchen unter anderem eine Vollmacht im Original, mit welcher der ausländische Interessent den Arbeitgeber in Deutschland bevollmächtigt, das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu beantragen. Eine farbige Kopie des Reisepasses der Fachkraft, Kopien der Nachweise über die Qualifikation der Fachkraft in Originalsprache und deutscher Übersetzung und das von Ihnen ausgefüllte Formular Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Dieses Formular steht auf Make It in Germany zum Downloaden zur Verfügung. Schritt 2: Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ausländerbehörde. Die vollständigen Unterlagen werden durch die Ausländerbehörde gesichtet. Der Behördenmitarbeiter klärt Sie über den genauen Ablauf des Verfahrens und Ihre Pflichten als Arbeitgeber auf. Im Anschluss schließt die Ausländerbehörde eine Vereinbarung zur Einleitung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens mit Ihnen ab. Gegenstand der Vereinbarung ist auch die Verfahrensgebühr von 411 €. Diese Gebühr zahlen Sie als Arbeitgeber. Schritt 3: Anerkennung der ausländischen Qualifikation. Die Ausländerbehörde leitet alle Unterlagen an die zuständige Stelle weiter. Die zuständige Stelle prüft, ob die ausländische Qualifikation der Fachkraft in Deutschland vergleichbar ist, bzw. eine Berufsausübungserlaubnis, soweit erforderlich, erteilt werden kann. Für das Prüfverfahren selbst fallen ebenfalls die Gebühren an, die von der zuständigen Stelle gesondert erhoben werden. Über eventuelle Nachforderungen von Unterlagen werden Sie als Arbeitgeber von der Ausländerbehörde informiert. Maximal 2 Monate, nachdem die Unterlagen vollständig eingereicht wurden, schließt die zuständige Stelle in der Regel das Prüfverfahren ab. Die Ausländerbehörde informiert Sie über das Ergebnis und bespricht mit Ihnen das weitere Verfahren. Wird die ausländische Qualifikation nur teilweise anerkannt, kann ein Aufenthalt zur Nachqualifizierung in Betracht kommen. Schritt 4: Zustimmungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit. Die Ausländerbehörde leitet das Zustimmungsverfahren bei der Bundesagentur für Arbeit ein, indem sie das Formular Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis mit Hinweis auf § 81a Aufenthaltsgesetz weiterreicht. Innerhalb einer Woche ist das Zustimmungsverfahren abgeschlossen. Schritt 5: Erteilung der Vorabzustimmung zum Visum durch die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde prüft im Anschluss die allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen, Visierfähigkeit des Passes und Sicherung des Lebensunterhalts. Alle Voraussetzungen wurden erfüllt? Anerkennung der Qualifikationen ist positiv entschieden? Beziehungsweise im Fall reglementierter Berufe wurde eine Berufsausübungserlaubnis erteilt oder zugesichert? Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit liegt vor? Allgemeine aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen liegen vor?
Dann informiert die Ausländerbehörde Sie als Arbeitgeber über den positiven Abschluss des Verfahrens. Offiziell heißt das Dokument Vorabzustimmung zum Visum. Schritt 6. Ihre ausländische Fachkraft beantragt Ihr Visum. Die Vorabzustimmung zum Visum wird im Original an die Fachkraft weitergeleitet. Die Fachkraft hat mit Vorlage der Vorabzustimmung zum Visum im Original das Recht, innerhalb von 3 Wochen einen Termin bei der deutschen Auslandsvertretung zu erhalten, um das entsprechende Visum zu beantragen. Die Visumsgebühr beträgt 75 €. Die Fachkraft muss diese Gebühr zahlen. Im Visumverfahren prüft die deutsche Auslandsvertretung die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen: Identitätsprüfung, Passpflicht, Ausweisungsgründe. Die deutsche Auslandsvertretung verpflichtet sich, nachdem alle Unterlagen eingereicht wurden, innerhalb von 3 weiteren Wochen über den Visumantrag zu entscheiden. Nach der Erteilung des Visums kann die Fachkraft nach Deutschland einreisen. Schritt 7. Herzlich willkommen! Ihre Fachkraft möchte zusammen mit ihrer Familie nach Deutschland kommen? Der Familiennachzug ist auch im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens möglich. Informieren Sie daher Ihre ausländische Fachkraft darüber und sprechen Sie die zuständige Ausländerbehörde an. Ausführliche Informationen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren finden Sie auf dem Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland www.makeitingermany.com/Unternehmen.